Hallo Leute, ich bin Daniel, euer Deutschlehrer von Like Germans. Im heutigen Video geht es um Klaus, der seine Freundin Selina seinen Eltern vorstellt. Schaut euch das Video bis zum Schluss an, es gibt wie immer eine Quizfrage für euch, die ihr in den Kommentaren beantworten könnt. Und wenn euch unsere Geschichten gefallen, dann könnt ihr unser Buch German Easy Reader for Beginners auf Amazon bestellen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim neuen Video. Auf geht's! Heute lernen meine Eltern dich endlich kennen, Selina. Heute lernen meine Eltern dich endlich kennen, Selina. Ich bin auch schon etwas aufgeregt, aber ich freue mich total darauf, deine Eltern endlich kennenzulernen, Schatz. Ich bin auch schon etwas aufgeregt, aber ich freue mich total darauf, deine Eltern endlich kennenzulernen, Schatz. Du musst nicht aufgeregt sein, Liebling. Ich bin mir sicher, dass meine Eltern dich mögen werden. Du musst nicht aufgeregt sein, Liebling. Ich bin mir sicher, dass meine Eltern dich mögen werden. Das hoffe ich auch. Ich werde mir Mühe geben. Du hast immer gesagt, dass dein Vater sehr streng ist. Das hoffe ich. Ich werde mir Mühe geben. Du hast immer gesagt, dass dein Vater sehr streng ist. Das stimmt. Dafür ist meine Mutter aber umso entspannter. Sie ist ein sehr liebevoller Mensch. Das stimmt. Dafür ist meine Mutter aber umso entspannter. Sie ist ein sehr liebevoller Mensch. Das klingt toll. Gibt es sonst noch etwas, auf das ich besonders Acht geben soll? Das ist toll. Gibt es sonst noch etwas, auf das ich besonders Acht geben soll? Nein, eigentlich nicht. Sei einfach du selbst. Dann werden meine Eltern verstehen, warum ich dich liebe. Nein, eigentlich nicht. Sei einfach du selbst. Dann werden meine Eltern verstehen, warum ich dich liebe. Das werde ich tun. Was soll ich heute Abend anziehen? Soll ich mich leger kleiden oder schick? Das werde ich tun. Was soll ich heute Abend anziehen? Soll ich mich leger kleiden oder schick? Am besten ziehst du ein Kleid an. Das sollte reichen. Wir müssen es nicht übertreiben. Immerhin sind es meine Eltern. Am besten ziehst du ein Kleid an. Das sollte reichen. Wir müssen es nicht übertreiben. Immerhin sind es meine Eltern. Wow, du siehst toll aus, Schatz. Der Rock passt perfekt zu dem Kleid und die Schuhe sind auch wundervoll. Wow, du siehst toll aus, Schatz. Der Rock passt perfekt zu dem Kleid und die Schuhe sind auch wundervoll. Vielen Dank, Schatz. Der Anzug steht ja auch sehr gut. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Vielen Dank, Schatz. Der Anzug steht ja auch sehr gut. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Dann lass uns losgehen. Wir schaffen das. Dann lass uns losgehen. Wir schaffen das. Selina, ich möchte dich nicht noch aufgeregter machen, als du schon bist. Ich muss dir aber sagen, dass du die erste Frau bist, die ich meinen Eltern vorstelle. Selina, ich möchte dich nicht noch aufgeregter machen, als du schon bist. Ich muss dir aber sagen, dass du die erste Frau bist, die ich meinen Eltern vorstelle. Bis jetzt habe ich mich einfach nicht getraut. Meine Ex-Freundinnen waren alle etwas eigenartig. Du bist die erste, die ich meinen Eltern guten Gewissens vorstellen kann. Bis jetzt habe ich mich einfach nicht getraut. Meine Ex-Freundinnen waren alle etwas eigenartig. Du bist die erste, die ich meinen Eltern guten Gewissens vorstellen kann.
So, wir sind da. Hier ist das Haus meiner Eltern. Bist du bereit, Selina? So, wir sind da. Hier ist das Haus meiner Eltern. Bist du bereit, Selina? Ja, wir schaffen das. Ja, wir schaffen das. Hallo Selina, schön dich endlich persönlich zu treffen. Klaus hat uns schon so viel von dir erzählt. Hallo Selina, schön dich endlich persönlich zu treffen. Klaus hat uns schon so viel von dir erzählt. Ich freue mich auch sehr darüber, Sie endlich persönlich kennenzulernen, Herr und Frau Schulze. Ich freue mich auch sehr darüber, Sie endlich persönlich kennenzulernen, Herr und Frau Schulze. Klaus hat sich immer zurückgehalten. Du bist die erste Frau, die er uns vorstellt. Wir sind sehr gespannt darauf, was du zu erzählen hast. Klaus hat sich immer zurückgehalten. Du bist die erste Frau, die er uns vorstellt. Wir sind sehr gespannt darauf, was du zu erzählen hast. Hör auf, Liebling, du machst die arme Frau ganz aufgeregt. Mach dir keine Sorgen, Selina. Mein Mann und ich haben jetzt schon einen sehr guten Eindruck von dir. Hör auf, Liebling, du machst die arme Frau schon ganz aufgeregt. Mach dir keine Sorgen, Selina. Mein Mann und ich haben jetzt schon einen sehr guten Eindruck von dir. Das freut mich zu hören. Wie haben Sie beide sich eigentlich kennengelernt? Das freut mich zu hören. Wie haben Sie beide sich eigentlich kennengelernt? Ach, das ist schon so lange her. Wir waren beide auf einer Party damals, 1982. Dort haben wir uns kennengelernt und dann hat eins zum anderen geführt. Ach, das ist schon so lange her. Wir waren beide auf einer Party damals, 1982. Dort haben wir uns kennengelernt und dann hat eins zum anderen geführt. Und wie habt ihr beide euch kennengelernt? Klaus hat uns die Geschichte nie erzählt. Und wie habt ihr beide euch kennengelernt? Klaus hat uns die Geschichte nie erzählt. Um ehrlich zu sein, haben wir uns über eine Plattform im Internet getroffen. Wir haben beide nach einem Partner gesucht und hatten viele Gemeinsamkeiten. Um ehrlich zu sein, haben wir uns über eine Plattform im Internet getroffen. Wir haben beide nach einem Partner gesucht und hatten viele Gemeinsamkeiten. Was? Ihr habt euch im Internet kennengelernt? So etwas habe ich ja noch nie gehört. Das gab es zu unserer Zeit nicht. Was? Ihr habt euch im Internet kennengelernt? So etwas habe ich ja noch nie gehört. Das gab es zu unserer Zeit nicht. Heutzutage ist das ganz normal, Papa. Es ist sehr unkompliziert und die Wahrscheinlichkeit, dass man jemanden trifft, der zu einem passt, ist ziemlich hoch. Heutzutage ist das ganz normal, Papa. Es ist sehr unkompliziert und die Wahrscheinlichkeit, dass man jemanden trifft, der zu einem passt, ist ziemlich hoch. Interessant. Was machst du denn beruflich, Selina? Interessant. Was machst du denn beruflich, Selina? Ich bin gerade dabei, mein Medizinstudium abzuschließen. Danach werde ich einen Job als Assistenzärztin im Krankenhaus beginnen. Ich bin gerade dabei, mein Medizinstudium abzuschließen. Danach werde ich einen Job als Assistenzärztin im Krankenhaus beginnen. Eine Ärztin also. Das hast du sehr gut gemacht, mein Junge. Eine Ärztin also. Das hast du sehr gut gemacht, mein Junge. Was ist mit Ihnen? Arbeiten Sie noch oder sind Sie schon im Ruhestand? Was ist mit Ihnen? Arbeiten Sie noch oder sind Sie schon im Ruhestand? Ich bin bereits im Ruhestand. Ich habe viele Jahre als Krankenschwester gearbeitet. Im Krankenhaus kenne ich mich sehr gut aus.
Ich bin bereits im Ruhestand. Ich habe viele Jahre als Krankenschwester gearbeitet. Im Krankenhaus kenne ich mich sehr gut aus. Ich arbeite noch. Irgendjemand muss ja das Geld nach Hause bringen. Ich arbeite noch. Irgendjemand muss ja das Geld nach Hause bringen. Woher kommt eigentlich deine Familie, Selina? Du siehst aus, als hättest du Wurzeln im Ausland. Woher kommt eigentlich deine Familie, Selina? Du siehst aus, als hättest du Wurzeln im Ausland. Ein Teil meiner Familie kommt ursprünglich aus Brasilien. Klaus und ich wollen nächsten Sommer nach Südamerika fliegen, um meine Familie zu besuchen. Ein Teil meiner Familie kommt ursprünglich aus Brasilien. Klaus und ich wollen nächsten Sommer nach Südamerika fliegen, um meine Familie zu besuchen. Das klingt wundervoll. Ein gemeinsamer Urlaub wird euch bestimmt gut tun. Das klingt wundervoll. Ein gemeinsamer Urlaub wird euch bestimmt gut tun. Ich finde die Idee auch klasse. Dann sieht Klaus endlich mal etwas von der Welt. Früher hat er sich nur für Videospiele interessiert. Ich finde die Idee auch klasse. Dann sieht Klaus endlich mal etwas von der Welt. Früher hat er sich nur für Videospiele interessiert. Papa, bitte nicht jetzt. Früher war vieles anders. Papa, bitte nicht jetzt. Früher war vieles anders. Ich mach doch nur Spaß, mein Junge. Selina ist toll. Herzlichen Glückwunsch. Ich mach doch nur Spaß, mein Junge. Selina ist toll. Herzlichen Glückwunsch. Frage für euch. Wo haben Herr und Frau Schulze sich kennengelernt? A. Im Internet, B. durch Freunde oder C. auf einer Party? Schreib einen Kommentar.